Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal auf eine Frage eingehen, die ich auch öfters mal höre. Und zwar, was soll ich üben? Hi, ich bin der Andi und auf meinem Kanal möchte ich dir helfen, dich am Schlagzeug zu verbessern. Und zwar nicht mit komplizierten Übungen, die letztendlich keiner braucht, sondern mit einfachen Sachen, die dich an dein Ziel bringen, um ein guter und vor allem bandtauglicher Drummer zu werden. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, zögere nicht und abonniere ihn, gib mir einen Daumen nach oben und schreib mir unten was in den Kommentaren. Was soll ich üben? Naja, die Frage ist eigentlich nicht, was soll ich üben, sondern wie soll ich üben. Wenn du richtig übst, ist es fast egal, was du genau übst, denn du lernst beim Üben in erster Linie ganzheitlich. Sprich die Technik, Gehör, Sound, Phrasierung, Unabhängigkeit und so weiter. Und das verbessert sich alles gleichzeitig. Und Schlagzeugspielen ist ein soziales Instrument. Damit meine ich, dass es nicht allzu oft alleine gespielt wird, sondern wir eher in einer Band tätig sind. Und klar ist es auch schön, mal einen Schlagzeuger beim Solieren zuzusehen oder zuzuhören, aber ihr wisst, was ich meine. Die Hauptaufgabe ist es für uns, eine Band zusammenzuhalten und die Mitmusiker durch den Song durchzuführen. Und heute möchte ich euch mal anhand von zwei Beispielen zeigen, dass nicht was soll ich üben, sondern wie soll ich üben viel wichtiger ist. Nehmen wir mal einen Standard-Groove wie zum Beispiel von Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Übrigens, das habe ich im letzten Video Schlagzeuglieder effektiv lernen ganz vergessen. Wenn ich mir schnell Songs drauf schaffen muss, arbeite ich auch gerne mit dem Programm Songster. Gibt es auch etliche Songs, stimmen zwar auch nicht immer alle zu 100%, aber checkt das mal ab. Also wir haben diesen einen Groove, den du gerne spielen möchtest oder können möchtest. Und zuerst solltet ihr euch diesen natürlich so drauf schaffen, dass ihr ihn spielen könnt und dann auch nicht mehr drüber nachdenken müsst, wie die Grooves gehen. Und jetzt gehe ich mal das Wichtigste durch. Und was ist das Wichtigste? Natürlich einmal das Timing, dann für mich auch immer der Spielfluss, die Phrasierung, Unabhängigkeit und so weiter. Und sowas übt ihr am besten immer, wenn ihr euch mal die einzelnen Instrumente bzw. Gliedmaßen vornehmt. Also ihr zerlegt das Ganze in einzelne Spuren. Also nur die Hi-Hat, dann die linke Hand, aber auch mal die Bassdrum alleine. Und dann vielleicht mal zwei Instrumente zusammen üben. Somit bekommen eure einzelnen Instrumente bzw. die Gliedmaßen ihre eigenen Bewegungsabläufe und es entstehen auch spürbare Bahnen. Und nach einer gewissen Zeit hilft es euch dann in Situationen, wo ihr, wenn die linke Hand oder der rechte Fuß mal abkackt, trotzdem in einem Spielfluss bleiben könnt. Und sowas ist viel wichtiger. Also sowas immer üben, egal mit welchem Rhythmus. Zweites Beispiel, nehmen wir mal einen einfachen Paradiddle. Den kennt man ja. Oder man stößt auch recht früh schon auf ihn, auch wenn man sich das Schlagzeugspielen Autodidakt beibringt. Auch hier wieder, was ist denn am wichtigsten? Timing, Spielfluss, Koordination, Unabhängigkeit und so weiter. Also einmal sich den Handsatz drauf schaffen, bis man ihn verinnerlicht hat und nicht mehr drüber nachdenken muss. Und dann beginnt ja eigentlich das Üben erst. Da hören aber viele dann auf zu üben. Und zwar jede Hand einzeln üben. Und am besten so für den Spielfluss, alles sehr langsam. Aber immer so, dass die Stockspitze in Bewegung ist. Und egal, ob es große oder weite Ausholbewegungen sind oder kleine Bewegungen, schnell oder ein langsames Tempo, die Stockspitze ist immer in Bewegung, also im Spielfluss. Und auch hier entstehen dann nach einer Zeit wahrnehmbare Bahnen, die uns unabhängiger machen. Achtet da auch drauf, dass wir hier zum Beispiel auch zwei verschiedene Ausholtempis haben. Also einmal langsam, schnell, langsam, schnell. Das sind wichtige Sachen. Auch hier wieder nicht das Was, sondern Wie ist wichtig, um besser zu werden. Es bringt euch nichts, wenn ihr nur den Paradiddle einfach so vor euch hin übt, sondern ihr müsst immer drum herum üben.
und auch immer wieder daran arbeiten, neue Übungen mit diesen Sachen zu finden, beziehungsweise gebe ich euch diese. Immer wenn wir was Neues lernen, entstehen im Gehirn neue Vernetzungen und jede neue Vernetzung bringt uns wieder ein Stück weiter. Also wenn wir zum Beispiel immer nur den Paradiddle einfach so vor uns hinspielen, ist das eigentlich der Tod für unsere kreative Weiterentwicklung. Und um euer Potenzial zu entfalten, müsst ihr immer neue Fähigkeiten entwickeln. Also schon immer dasselbe üben, aber nicht immer gleich üben, sondern ihr müsst das verändern. Also übt es immer in einer anderen Form. Eben die einzelnen Bewegungen. Mal die rechte Hand laut oder die linke Hand laut. Mal die Singles laut oder auch mal die Doubles laut spielen. Man kennt das vielleicht noch von der Schulzeit, wenn man schnell irgendwie ein Gedicht oder sowas lernen sollte, wie meine Kinder gerade, dann ist es am besten, wenn ihr es in verschiedenen Arten übt oder lernt. Also mal sprechend, mal singend, mal schreiend, flüstern und so weiter. Nehmen wir mal noch vielleicht ein weiteres Beispiel, also nicht zwei, sondern dann das dritte Beispiel. Einmal die Rechts-Links-Fuß-Kombination. Das üben die meisten so. Und dann war es das schon wieder für viele. Aber jetzt geht das Üben ja erstmal los. Baut da zum Beispiel Akzente rein. Also den ersten lauter, dann den zweiten als Akzent und so weiter. Ist zwar die gleiche Übung oder die gleiche Konstellation, aber dennoch eine andere Art, sie zu üben. Also wieder Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung. Probiert das auch mal mit dem Fuß oder den Füßen aus. Denn oft spielen wir ja nur solche Ausschnitte oder diese Bewegungsabläufe wie hier zum Beispiel beim Paradiddle. Was ich hier spiele, ist nur der rechte Bewegungsablauf vom Paradiddle. Oder eben der linke. Und das meinte ich vorhin mit Kreativität. So was kommt dann, dass ihr merkt, eigentlich ist das jetzt der Paradiddle bzw. ein Teil aus ihm, was uns ja wieder weiterhilft. Wie gesagt, das waren jetzt mal 3 Beispiele, wie man das Üben etwas effektiver macht und ihr euch dann nochmal um einiges verbessern könnt. Wendet das natürlich dann auch bei allen Sachen an, die ihr so übt. Immer klar machen, was ist wichtig oder was spiele ich überhaupt. Und dann die einzelnen Bewegungen durcharbeiten und verbessern bzw. neu gestalten, sodass es dann im Ganzen richtig fett wird. Okay, ich hoffe, ich konnte euch heute wieder eine oft gestellte Frage beantworten. Und wenn euch meine Videos helfen und gefallen, unterstützt mich mit einem Abo, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir unten was rein und besucht mich auch gerne mal auf meiner Tipeee-Seite, um mich zu unterstützen, damit ich euch mit weiteren Videos weiterhelfen kann. Bis zum nächsten Mal.